Shalom, my Brüder und Schwestern, willkommen bei der Online-Kirche. Unser heutigen Bibellese von Jakobus Kapitel 1, Vers 13 bis 15. Niemand sage, wenn versucht wird, dass von Gott versucht werde. Denn Gott kann nicht versucht werden zum Bösen und selbst versucht niemand, sondern ein jeglicher wird versucht, wenn von seiner eigenen Lust gereizt und gelobt wird. Danach, wenn die Lust empfangen hat, gebührt sie die Sünde aber, wenn sie vollendet ist, gebührt sie den Tod. Das Wort Lust oder Verlangen, zuerst geschrieben in 1. Mose Kapitel 3, Vers 16, nämlich Eva wird nach ihrem Mann begehren. Das Wort Lust oder Verlangen im Alten Testament kommt vom hebräischen Wort Tesuqah. Es ist nur dreimal in der Bibel geschrieben, nämlich im 1. Mose Kapitel 3, Vers 16 über Eva und im 1. Mose Kapitel 4, Vers 7 über Kain und dann im Hohelied Kapitel 7, Vers 10 über Solomon. Das erste Tesuqah, nämlich Evas Tesuqah, ist Tesuqah als Folge des Wunsches, wie Gott zu sein, richtig von Unrecht zu unterscheiden. Das Wissen um Gut und Böse gehört nur Gott, weil Menschen nur wissen sollen, was gut ist. Wenn Menschen beide bereits kennen, werden sie wie Gott sein, aber die Fähigkeit des Menschen ist nicht in der Lage, dieses gute und böse Wissen unterzubringen. Nur Gott kann das Wissen von Gut und Bösen tragen. Wenn Menschen bereits Gut und Böse kennen, will die Tendenz des menschlichen Herzens immer Böses, denn das Böse ist sehr lecker und angenehm für unser Fleisch. Dass sich der Mensch unter Berücksichtigung der Geburtswehen für Frauen fortpflanzen mochte. So spricht das Wort Gottes. Da aber der Herr sah, dass der Menschen Bosheit groß war auf Erden und alles Dichten und Trachten ihres Herzens nur Böse war immer da. Dann zerstörte Gott einen bösen Menschen und nur Noah und seine Familie zu verlassen. Aber er gab auch Regenbogen zu Noah. Er sagte, die Welt ist nicht nur schwarz und weiß, nicht nur gut und böse, aber es ist die Farbe. Aufgrund dieser Regenbogen besteht aus einer Vielzahl von Farben zusammengesetzt. Rot, Orange, Gelb, Grün, Blau, Indigo und Violett. Weil es weiße Farben verwandelt, die wir sind die Farben des Regenbogens zu sehen.
Das bedeutet, dass wir nicht eine Person auf der Erkenntnis des Guten richten sollten und das Böse, das wir haben. Denn das Gericht Gottes ist richtig. Wir lernen die Sünde, aber wir lernen nicht die Person. Der Herr Jesus sagte, dass wir nicht unseren Nachbarn beurteilen sollten. Deshalb ist Gott einen schönen Regenbogen auf den Menschen gab. Die Botschaft lautet, richtet nicht. Und dann die zweite Tesuqah handelt von Kain, geschrieben im 1. Mose Kapitel 4, Vers 7. Als Kain Gott Opfergaben als Anbetung bot. Keine Anbetung wird also von Gott nicht akzeptiert. Keine Erwartung, warum Kains Anbetung von Gott abgelehnt wurde. Aber im Hebräisch 11 sagt, dass Kain hat keine Glauben. Kain wurde wütend und heiß. Er wurde dann mit Tesuqah gefüllt. Tesuqah, um seine Brüder zu töten. Wir stellen fest, dass wir sogar in unserer Anbetung Gottes mit Tesuqah erfüllt sein können. Ein Pastor kämpft mit einer anderen, eine Gemeinde sagt einer anderen Kirche schlechte Dinge. Selbst andere Minister sagen schlechte Dinge zu anderen Ministern Gottes. Sei vorsichtig in unserem Dienst. Es kann passieren, wir dienen nicht mit dem wahren Geist, sondern mit Tesuqah. Jesus sagte, dass wir immer unser Herz prüfen. Wenn wir das Gefühl haben, dass es Hindernisse für unseren Nachbarn gibt, ist es besser, bevor wir es zuerst bedienen. Wir können nicht jedem sagen, dass er uns mögen soll, aber zumindest sollten wir nicht menschenfeindlich gegenüberstehen, die uns feindlich gesinnt sind. Schenken Sie Menschen, die uns feindlich sind und uns verleumden. Ehemänner und Ehefrauen richten sich nicht, Kinder mit Eltern richten sich nicht, Brüder richten sich nicht. Alle vergeben einander und geben Segen, auch wenn wir schlecht behandelt werden. Wenn alle Diener Gottes es tun wollen, werden unsere Familien sicherlich friedlich sein. Und wenn unsere Familien friedlich sein, wird die Kirche voller Frieden sein und schließlich wird die ganze Welt friedlich sein. Dann wird unsere Anbetung Gott gefallen. Wahre Anbetung ist Anbetung, die dieser Welt Frieden gibt. Wahre Anbetung ist eine lebensspendende Anbetung, die nicht Tod und Schaden bringt. Wenn Krieg und gegenseitiges Töten als Anbetung betrachtet werden, dann ist dies keine Anbetung den wahren Gott. Das ist Tesuqah. Und Jesus hatte es gesagt, sie werden dich töten und denken, dass sie ihren Gott angebetet haben. Krieg, der durch Religion verursacht wird, ist schlimmer als Krieg, weil er Macht will. Krieg wegen Gier hat Grenzen, aber Krieg, weil Religion unbegrenzt ist, weil sie kämpfen, um etwas zu verteidigen, das noch nie gesehen wurde und nicht klar ist.
Sogar sie kämpfen miteinander um dieselbe Religion, dasselbe heilige Buch, denselben Propheten zu verteidigen, umkämpfen nur aufgrund unterschiedlicher Interpretationen der Schriften. Das dritte Tesuqah ist Salomos Tesuqah für seine Frau in Hohelied, Kapitel 7, Vers 10. Tesuqah wird von Gott gegeben, also müssen wir es zu Gott zurückbringen. Tesuqah in der Ehe ist wahr, nicht beim Ehebruch. Raten Sie unsere Kinder zu sexuellen Beziehungen, die für Gott gesund und angenehm sind. Wenn wir Tesuqah in der richtigen Ehe heiligen, werden wir das große Geheimnis in der Ehe verstehen, nämlich das in Epheser Kapitel 5, Vers 32 geschriebene Verhältnis von Christus zur Kirche. Es gibt Heiligkeit, wahre Vertrautheit mit Christus, bedingungslose Vergebung, wenn unsere Partner Fehler machen, grenzenloser Schutz und Liebe ohne Bedingungen. Gott ist den Menschen gegeben, kontrolliert, Gott dargebracht zu werden. Tesuqah oder wahre Verlangen werden Gott gegeben. Tesuqah oder Lust, die abgeschlachtet und verbrannt wurden, werden zu duftenden Opfern. Also wurde unser ganzes Fleisch mit dem Leichnam Jesu gekreuzigt. Wir sterben mit Christus, um mit Christus auferstehen zu können. Unsere letzte Lesung heute haben wir von Römer Kapitel 12, Vers 1. Ich ermahne euch nun, liebe Brüder, durch die Barmherzigkeit Gottes, dass ihr eure Leiber begebt zum Opfer, das lebendig, heilig und Gott wohlgefällig sei, welches sei euer vernünftiger Gottesdienst. Lasst uns beten. Unser heiliger Vater, wir beten heute für die Familie, die Probleme mit der Kommunikation hat und sich gegenseitig beurteilt. Lassen Sie die Liebe von Jesus Christus sie fühlen und ihre Ehe wieder herstellen. Lass dich über die Familie herrschen und ihre Augen offenbaren, um deinen schönen Regenbogen zu sehen. Dann können sie sich gegenseitig vergeben. Geben Sie allen Eltern Weisheit, um ihren Kindern Heiligkeit, Fähigkeit und Verantwortung beizubringen, mit ihrer Lust und ihrem Verlangen umzugehen. Im Namen Jesus Christi. Amen. Gott segne euch.